Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute mal mit einem Thema, wo es nicht um Uniform und Ausrüstung geht, sondern um eine Sache, die sehr, sehr spät in der Geschichte der Kriegsführung bzw. in der Militärgeschichte in irgendeiner Form Anerkennung gefunden hat. Und zwar sind das Schäden, die nicht am Körper, sondern an der Psyche der Soldaten entstanden sind. Das heißt heutzutage seelische Verletzungen. Und das ist halt ein Thema, das in meinen Augen gerade im Ersten Weltkrieg viel zu unterpräsentiert sind. Heute geht es nämlich um Kriegszitterer. Genau. Und das sind so Themen, die immer ein bisschen nicht belächelt werden, aber so übersehen werden, weißt du? Weil man redet ja viel über Verluste, Verletzte, Vermisste und sowas, ne? Aber die Leute, die eben den ganzen Granaten und Maschinengewehrfeuer entkommen sind, körperlich, aber trotzdem den Rest ihres Lebens eben Pflegefälle waren, so die werden dann so ein bisschen vergessen oft, ne? Und vor allem, weil der Erste Weltkrieg ja dahingehend besonders nochmal aufkochen lassen hat, diese psychischen Probleme. Die gab es natürlich vorher schon, aber da hat ja keiner wirklich drauf geguckt, weil das im Kampfgeschehen nicht passiert ist. Ja, und man muss auch dazu sagen, also seelisch Geschädigte gibt es immer, Ja. nach jedem Krieg. Ja. Nur im Ersten Weltkrieg ist halt eben eine Form der seelischen Schädigung aufgekommen, also auch in einer Größenordnung. Das haben andere Kriege anders gemacht. Die haben Leute anders seelisch geschädigt. Genau, und da kommen wir gleich noch zu, was hier mit PTBS und sowas wie. Genau. Weil das ja erst in den 70ern aufkam, wirklich. Ne? Und vorher gab es natürlich auch, aber in den Nach dem Vietnamkrieg war Genau. das so, ne? Nach dem Vietnamkrieg, wurde das erst richtig anerkannt und erforscht. Ne? Vorher war das so, die ganzen Dokumentationen hörten da auf, wo der Krieg aufhörte. Und wenn der Soldat dann natürlich nach Hause kam, aus seiner Dienstzeit raus, dann hat keiner mehr Buch geführt, wie es ihm danach ging. Ja. Und genau, ich würde sagen, wir machen erstmal so einen kleinen Abriss in der Geschichte vor dem Ersten Weltkrieg, wie das so gehandhabt wurde. Also nicht nur kriegsmäßig, sondern auch so ein bisschen zivil, so psychische Krankheiten und Geisteskrankheiten. Ja. Da haben wir nämlich zum Beispiel schon in dem alten Mesopotamien, 3000 vor Christus, gibt es Tafeln, die gefunden wurden. Und auf einigen davon gibt es schon Berichte über Kriegstraumata, wo man dachte damals noch, dass die Krieger von Geistern verflucht waren. Mhm. Ja, also selbst 3000 vor Christus gab es sowas schon. In der Antike hatten sie dann auch schon so Aufbewahrungsanstalten für Geisteskranke, wobei da mehr auf so eine Art Tempelschlaf, nennt sich das, gesetzt wurde. Also man schläft und hat im Schlaf dann gehofft, dass man da dann die Lösung von den Problemen, von den geistigen Problemen findet. So, und das wurde halt oft in Tempeln oder mit religiösen Ritualen irgendwie verbunden. Wurden die dann mit Substanzen in den Schlaf versetzt? Also hat man dem nachgeholfen oder hat man... Das weiß ich tatsächlich nicht. Also Weil das wäre ja interessant zu wissen, weil wenn man wirklich Leute hat, gerade zu 3000 vor Christus, da war das Menschenverständnis ja nochmal ein bisschen anders. Und da konnte man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einfach gesagt haben, hey komm, leg dich hin, schlaf dich mal aus. Das wäre ja eher jetzt so ein Motto. Sondern, dass man denen vielleicht irgendwelche Narkosemittel gegeben hat, damit die dann da in so einen tranceartigen Schlaf verfallen. Ich kann es mir vorstellen, ne? Es gab ja schon öfter mal diese Kleriker und sowas oder die dann da irgendwelche Substanzen so in diesen Ritualen, die sie dann da abgehalten haben, diese religiösen Rituale, da wird mit Sicherheit auch sowas mit vorgekommen sein. Aber das weiß ich nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Genau, in Deutschland war dann im 14. Jahrhundert war das dann eher so, dass es gab zwar schon Aufbewahrungsanstalten, aber das waren halt wirklich nur Aufbewahrungsanstalten. Es waren nicht keine Krankenhäuser oder sowas, wo Ärzte vorhanden waren. Das waren einfach nur Anstalten, um die Geisteskranken oder die Wahnsinnigen aus der Gesellschaft rauszunehmen und erstmal einzuschließen sozusagen. Die wurden dann zum Beispiel auch bis zum 14. Jahrhundert außerhalb der Stadttore damals aufbewahrt, in Tollkisten, also so wie Hunde eingesperrt in so Zwingern. Also so wie alles, was man im Mittelalter als städtisch unpassend empfand, hat man es einfach rausgeschmissen. Ja. Genau, raus vor den Toren, zack. Und dann, in Lübeck war das dann so, dass
Ab 1479 hat sich jemand, ich habe jetzt den Namen vergessen, dafür eingesetzt, dass in Lübeck die Irren aus diesen Tollkisten vor der Stadt rauskamen und wieder in die Stadt reingeholt werden sollten. Die wurden dann aber in Türmen eines der Stadttore gehalten, sozusagen. Also es ist auch wieder eine Aufbewahrung, aber die kamen jetzt schon mal wieder in die Stadt. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ja, ja. Naja, zwischen dem 15. und 17. Jahrhundert war dann ja wieder Hexenverfolgung und da war ja sowieso alles verfolgt, was irgendwie nicht normal war. Da hat man dann auch Geisteskrankheiten als Werk des Teufels angesehen. Naja. Die dann... Der Hexenhammer hat das dann geregelt. Der Hexenhammer hat dann gesagt, ja, naja, prinzipiell war niemand sicher davor. Ne? Also mal ganz kurz zur Erklärung, der Hexenhammer, das ist ein Buch, das damals geschrieben wurde und in diesem Buch waren dann quasi die Kriterien aufgelistet, die erfüllt sein mussten, um als Hexe oder Hexer angeklagt zu werden. Richtig, und die Kriterien waren so schwammig teilweise, dass du könntest halt deinen Nachbarn einfach anschwärzen, weil... Genau. Also da gab es ja völlig durchgeknallte Fälle, wo dann auch behauptet wurde, dass die Nachbarin mit dem Besen im angrenzenden Teich abgestürzt wäre. Ja. Oder halt auch so banale Sachen, wie wenn die Kühe krank geworden sind und dann hat man das einfach im Idealfall irgendeinem Menschen zugeschoben, den man nicht leiden konnte. Ja, oder jemand, der gerade dazugezogen ist und seitdem werden die Tiere krank und sterben. Und also genau, das ganze Thema Hexenverfolgung ist eigentlich grundsätzlich nochmal sehr interessant, hat zwar mit der Thematik, die wir im Grundsätzlichen bearbeiten, wenig zu tun, aber da gab es ja, man muss das mal so ein bisschen so betrachten, ich versuche das nochmal ganz kurz zu erklären, das Christentum war damals ja natürlich anerkannte und übergeordnete Religion, aber nichtsdestotrotz gab es in Deutschland noch bis ins tiefe 18. Jahrhundert rein und auch teilweise noch länger gab es dennoch so einen paganistischen Glauben. Also man hat so an Trolle und Kobolde oder halt auch an gut- oder bösartige Geister geglaubt und gedacht. Mein Bruder hat dann ein Buch drüber, über diese Fabelwesen, die dann quasi simultan zum Christentum immer noch im bäuerlichen Raum gehaust haben. Und das ist halt eine Sache, da hat der Hexenhammer voll reingehauen. Also wenn es Leute gab, die dann irgend so einem Kobold oder Wichtel dann irgendwelche, man hat die beschwichtigt. Mit Kleinigkeiten, mit irgendwelchen Körnern oder so. Und wenn man sowas verfolgt hat, dann stand im Hexenhammer drin, alles klar, Hexe, wirst du abgefuckt. Zumal zu der Zeit war es ja auch noch weit verbreitet, dass man man war ja ein bisschen abergläubisch. Ne? Und man hat ja dann auch teilweise irgendwelche Glücksbringer unter der Türschwelle begraben oder sowas. Ne? Genau. Und sowas. Und das war halt normal zu der Zeit, aber jetzt ab diesem Trend, wo dann nach dem Hexenhammer alles so ein bisschen ins Rollen gekommen ist, wurde eben auch sowas verfolgt. Und dann gerade psychisch Kranke, die hat es dann natürlich extrem getroffen. So, jetzt mal einen richtigen Satz bilden. Ja, genau. Um wieder zum Thema zurückzukommen, nach diesem kleinen Ausraster. Richtig, genau. Und da hat man natürlich nicht nur Hexen oder mutmaßliche Hexen verfolgt und gefoltert, sondern eben auch Geisteskranke. Die dann eben auf brutalste Art gefoltert und verbrannt wurden. Nicht wenige. Nicht überall in Deutschland, aber in weiten Teilen des deutschsprachigen Raumes. Und auch außerhalb der Hexenverfolgung gab es die sogenannten Psychiker, die sowas also die Geisteskrankheit als Erkrankung der Seele wahrnahmen. Und die haben dann auf brutale Foltermethoden gesetzt, um die körperlose Seele zu erschüttern, sozusagen, und dann wieder so ein bisschen wach zu rütteln. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber, also die Erfolgsquote, die hatten, war ja auch zu vielen, zum großen Teil wie bei der Hexenverfolgung, nachdem du jemanden gefoltert hast. Und du wolltest ja ein Geständnis aus dem raus haben, dass er das verhext hat oder dass er irgendwie dafür verantwortlich ist, dass die Tiere sterben oder so. Und wenn du den lange genug folterst, dann gibt er das irgendwann zu. Ne? Vor allem, du stellst ihm ja keine Fragen wie, was hast du dann und dann gemacht, sondern du stellst ihm so diese Suggestivfragen und legst ihm schon Worte in den Mund und musst halt nur noch auf ein Wort warten oder so. Sagst dann hier, ne, du hast auch das und das gemacht und hier und dein Nachbar in der Nummer so und so, der war da auch mit dabei. Ne? Und so konntest du dann ja schon den nächsten Nachbarn reinholen und dann auch wieder foltern und sowas. Und das haben sie ja ein Geschäft draus gemacht. Die haben ja dann das Geld
bekommen und haben dann von den Angehörigen die Prozesskosten rein angefordert. Die mussten sogar, wenn mutmaßliche Hexen, Hexer oder auch Geisteskranke verbrannt wurden, waren die Angehörigen in der Pflicht, den Reisig zu bezahlen für den Scheiterhaufen. Ja. Und die Kosten, Logiekosten für den Henker und alles. Genau. Das ist Wahnsinn. Und genau, das war eben bei den, auch außerhalb der Hexenverfolgung so, von den Psychikern. Die haben dann auf viele verschiedene Methoden gesetzt, wie zum Beispiel, was gab es da? Den Drehstuhl zum Beispiel, wurden die Leute auf den Stuhl gesetzt und dann hing da eben Seil dran und haben sie den gedreht. Und das war noch die humanste Methode, wo sie dann gedreht haben, um eben den Körper so ein bisschen, die Seele zu erschüttern irgendwie. Und wurde natürlich auch manchmal übertrieben, sodass sie dann irgendwann nur noch aufgehört haben, als dann Blut aus Nase, Mund und Ohren rauskam. Hat natürlich auch zu Todesfällen geführt. Dann haben sie auch noch glühende Eisen genommen und Zwangsstehen und so. Also man wollte körperliche Erschöpfung erzeugen, im Prinzip, ne, um eben die Leute wieder klar bei Verstand zu halten. Genau, im 18. Jahrhundert war das dann so, dass die Geisteskranken in Tollhäusern oder Zuchthäusern eingesperrt waren. Zuchthäuser kennt man ja auch aus dem militärischen Bereich. In jeder großen Kaserne gab es ein Zuchthaus. Das war dann so, wenn der Soldat straffällig geworden ist, dann hat er eben ein paar Tage Zuchthaus bekommen. So, und also jetzt mal so grob gesagt. Zuchthäuser waren im Prinzip Gefängnisse, wo die Insassen zu harter körperlicher Arbeit gezwungen wurden. Ja, wenn man jetzt also Bilder von gestreiften Oberteilen, Kugeln am Bein und Spitzhacke in der Hand im Kopf hat, so war es halt. Ne? Mhm. Also entweder in Steinbrüchen oder auch in Nähereien und sowas, also in vielen körperlichen, anstrengenden Berufen. Also Berufen wurden dann eben solche Arbeiten vorausgesetzt und dann wurden sie eben den ganzen Tag da geknechtet und den Rest des Tages, also abends, haben sie dann in der Kette, angekettet in der Zelle verbracht und so. Und da wurden eben auch Geisteskranke reingesteckt. Also mit Mördern, mit Prostituierten, mit Landstreichern, alle möglichen Strafgefangenen waren in einer Anstalt und Ärzte waren natürlich keine vor Ort. Weil, wozu? Wozu auch. Genau, die erste richtige psychische Klinik der Welt war in Wien, der sogenannte Narrenturm. Das war also ein Rundbau, der existiert heute noch übrigens, kann man besuchen, ist ein Museum drin, glaube ich. Auch da waren schon viele Soldaten beherbergt. Und das war so der erste Schritt in die Humanisierung der Geisteskrankheit, in der Behandlung auch. Ne? Die wurden dann da teilweise behandelt. Natürlich war das alles noch in den Kinderschuhen, aber das war so die erste richtige Einrichtung dafür. Genau, Anfang des 19. Jahrhunderts begann dann langsam international so ein bisschen der Aufschwung und die Empörung auch über die Behandlung und die Weisen, wie die Geisteskranken eben festgehalten wurden. Ne, Johann Christian Riehl zum Beispiel kritisierte die Behandlungen und die Art, wie damit umgegangen wurde und hat so ein bisschen das in die richtige Richtung gestoßen, so der Stein des Anstoßes, dass in Psychiatrien und in Anstalten etwas humanere Mittel eingesetzt wurden. Ne? Und es war auch so, dass viele internationale Bewegungen sich formten, wie zum Beispiel die englische No-Restraint-Bewegung, ne, nachdem ein Insasse nachdem ein Patient einer Heilanstalt in einer Zwangsjacke gestorben ist, gab es dann eben diese Bewegung. No Restraint heißt ja sowas wie ohne Fesseln oder sowas. Also das ist eine Behandlungsmethode, wo keinerlei mechanischer Zwang angewandt wurde, also weder ans Bett gekettet noch Zwangsjacken getragen oder so. Also es war schon so, dass zu der Zeit besonders mehr, heute würde man sagen, Awareness geschafft wurde für diese Krankheit. Was natürlich nicht überall flächendeckend so passiert ist. Also es gab natürlich immer noch diese Hardcore-Psychiker und Psychiater, die dann gesagt haben, nee, wir müssen hier mit Wechselbädern und Eiskuren und sowas und Elektroschocks müssen wir die Leute behandeln, weil alles andere ist halt Humbug. Zum Beispiel auch Sigmund Freud war ja auch einer von denen, die das alles erforscht haben und auch den Unterschied zwischen körperlichen Symptomen und rein geistigen Symptomen geschaffen haben, also dieses ganze Gebiet so ein bisschen aufgespaltet haben. Und er hat die Hypnose als Heilmittel eingesetzt und so ein bisschen
ja, nicht vermarktet, aber so in die Gesellschaft so ein bisschen verbreitet und ist da auch sehr viel auf sehr viel ja, Missgunst und Ablehnung gestoßen, weil man natürlich das alles so ein bisschen als Humbug betrachtet hat, weil wenn man dann da irgendwie mit einer Taschenuhr vor dem Gesicht rumfuchtelt und so, ne? Hast ja immer diese alten Leute da, die das schon seit 100.000 Jahren machen und sagen, hey, das ist doch Quatsch. Ja gut, das ist ja bis heute fraglich, ob Hypnose in dem Bereich was bringt. Also ich höre das immer wieder mal, dass es auch heute noch angewandt wird. Ja. Ob das jetzt zum Schluss dann, also geht ja im Endeffekt eigentlich darum, die Tiefenpsyche anzusprechen. Richtig. Und bestimmte Bereiche zu reaktivieren. Ob das nun funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen. Also, ja, da ging es ja um die unterbewussten, dieser unterbewusste Teil des Gehirns, ne? Genau. Um den anzusprechen. Und da ist er war sehr erfolgreich mit der Taktik, aber wie gesagt, viele aus der Szene, viele Psychiater haben eben dem nichts abgewinnen können. Ja. Aber er hat damit den Weg geebnet und hat das alles sehr vorangetrieben. Deswegen ist er ja bis heute noch sehr bekannt. Dann kommen wir in das Jahr 1861 bis 65, Bürgerkrieg. Also ja, amerikanischer Bürgerkrieg. Da war es dann zum ersten Mal so, dass Soldaten dokumentiert wurden, die rein aufgrund ihrer psychischen Verfassung kampfunfähig wurden. Damals war das so, dass die Symptome noch eher vergleichbar mit der heute bekannten posttraumatischen Belastungsstörung sind. Also besonders das Soldier's Heart, also das Soldatenherz, war sehr bekannt zu der Zeit. Das waren also eher so Herzrhythmusstörungen. Wenn der Soldat in einer Stresssituation im Kampf war, dann also Herzunregelmäßigkeiten. Ja, dann wahrscheinlich auch Schlafstörungen, Genau. Erhöhtes Aggressionspotenzial, das sind ja so... Kopfschmerzen, Genau. Alles mögliche, Durchfall. Das sind so Dinge, die zu der Zeit, die ja eigentlich auch normal sind in Stresssituationen, aber natürlich in Kampfsituationen noch viel schlimmer. Allerdings war das zu der Zeit so, dass die Symptome aufhörten, sobald der Soldat diesen Stresssituationen entkommen ist oder eben rausgenommen wird aus diesen Situationen. Was dann ja später im Ersten Weltkrieg nicht so war. Dann ein paar Jahre später, im Deutsch-Französischen Krieg, war das auch so. Da wurden ganze 15 Soldaten in Deutschland dokumentiert, die eben aufgrund ihrer Verfassung nicht mehr kampffähig waren. Und das bei über 200.000 nicht Toten, sondern Verwundeten. 200.000 Verwundete und nur 15 psychisch Verwundete. Na gut, dann muss es bei denen halt eben wahrscheinlich so krass gewesen sein, dass es aufgefallen ist. Richtig, das Problem zu der Zeit war, dass die Leute nur dokumentiert wurden, die wirklich kampfunfähig waren, die kein Gewehr mehr halten konnten, psychisch gesehen. Ne? Die Dunkelziffer ist natürlich riesig, die Leute, die dadurch einen psychischen Knacks bekommen haben und nach dem Krieg einfach wesensverändert waren. Ja. Das aber hat natürlich damals keiner dokumentiert, weil in allen diesen Fällen war das ja so, wie wir vorhin schon gesprochen haben, niemand hat dokumentiert, wie es den Soldaten nach der Dienstzeit ging. Ne? Es war wirklich nur das, was auf dem Schlachtfeld passiert ist. Ja, weil es auch nicht dokumentierbar war. Die Soldaten sind nach Hause gegangen damals. Es gab kein Social Media, kein Internet, kein nichts. Richtig. Wie hätten die sich bemerkbar machen müssen, wenn sie sich nicht sowieso grundsätzlich dafür geschämt haben? Richtig, ja. Na, also wenn es gab mal eine relativ ikonische Szene bei The Pacific in der letzten Folge, wo der Sledge mit seinem Vater jagen geht und er kann nicht durch den Wald laufen mit dem Gewehr und bricht dann zusammen. Und wenn das jetzt zu der damaligen Zeit halt jemanden trifft, der dann vielleicht auf der Jagd ist und dann Flashbacks bekommt und aus denen vielleicht nicht rauskommt, dann wird er das nicht zugegeben haben, weil das war damals einfach eine anerkannte Schwäche, eine seelische Krankheit und dafür wurde man zutiefst verurteilt. Richtig. Dann, klar, kann es nicht dokumentiert werden. Eben, vor allem als deutscher Soldat. Ne? Das war ja in Preußen auch so. Ne? Preußische Soldaten hatten sowas nicht. Das waren willensstarke Kerle, die, ne, da kommen wir auch im Weltkrieg dann noch zu, das waren eiserne Menschen mit eisernem Willen. Na, so, ne? Also völlig unantastbar. völlig unantastbar. Ne? Die sind ja auch nicht desertiert oder geflohen oder so. Gab's nicht. Die waren einkaufen. Die haben Zigaretten geholt. Ja. So, dann kommen wir jetzt in das 20. Jahrhundert, wo, wie gesagt, durch Sigmund Freud eben auch und andere
mehr Bewusstsein auf diese unterbewussten psychischen Krankheiten gelegt wurde. Wobei das damals eben noch in den Kinderschuhen war, also noch nicht mal ansatzweise so akzeptiert wie heute, weil heute ist es ja schon akzeptierter, aber eben noch nicht wirklich durch die Bank weg. Also es gibt ja ich muss halt eben persönlich sagen, Gott sei Dank, sonst ging es so manchem schlecht. Das stimmt, ja. Genau, dann kommen wir in das Jahr 1914. Die Kriegseuphorie beseelt ganz Deutschland, also nicht nur Deutschland, Europa. Junge Leute kommen in die Kasernen rein, lassen sich einkleiden und haben, auf Deutsch gesagt, Bock auf Krieg gegen Frankreich. Also nicht alle. Ich glaube, das muss man auch ein bisschen erklären. Der Erste Weltkrieg begann nach, ich überschlage das jetzt mal, 50 Jahren Frieden. Ja. Da ist eine Friedensgeneration aufgewachsen, die den Storys von ihren Urgroßvätern gelauscht haben. Und damals herrschte natürlich der Militarismus vor. Soldat sein war cool. Es war nicht nur cool, sondern es war auch der Inbegriff von Männlichkeit für jeden deutschen Jungen. Na, die wurden ja schon als Kinder in Uniform eingekleidet, in Matrosenuniform. Und als es dann losging und die Spannungen dann überstrapaziert wurden, die hatten halt richtig Bock. Die wollten sich beweisen. Und das war aber nicht nur in Deutschland so. Also in Deutschland ist es für uns natürlich greifbarer als Bewohner dieses Landes, dass man das dann eher nachvollziehen kann. Also richtig nachvollziehen kann ich es nicht, aber gut, wir wissen halt, was Krieg bedeutet. Wegen Social Media, wegen Film und so weiter und so fort. Ja. Wir wissen, was die Konsequenz von Krieg ist. Das wussten die nicht, weil denen wurden nur die Heldengeschichten erzählt, nicht die negativen Sachen. Richtig. Und das war in allen anderen Ländern genau das Gleiche. Ja. Das war in Frankreich so, das war in Großbritannien so, auch diese mit sehr viel Hurra in Krieg gezogen. Auch den Amerikanern hat man alles erzählt, nur nicht die Wahrheit, was da an der Westfront los ist. Ja, genau. Na, und wenn man halt so mit so einem falschen Bild von Krieg loszieht und das Ganze einem als Abenteuer-Epos erzählt wird mit der Devise, Weihnachten sind wir wieder zu Hause. Also wie gesagt, Erster Weltkrieg war August und man hat gesagt, in 3 Monaten ist man wieder bei der Mutti am Tisch. Richtig. Und ja, dann kann man es den Leuten auch nicht verübeln, wenn sie da jubeln. Also es ist für uns natürlich unnachvollziehbar. Aber zeitgeistlich betrachtet kann man es vielleicht verstehen. Ja, man muss sich einfach in die Zeit zurückversetzen. Das war eben in Deutschland so, das Militär war ein zentraler Punkt der Gesellschaft. Ne? Das war einfach ganz oben. Wer als junger Kerl sich irgendwie beweisen will oder was aus sich machen will, muss entweder studieren gehen oder zum Militär. Oder beides. Einjähriger, Freiwilliger. Richtig, genau. Aber Militär ist halt einfach eine sehr große Aufstiegschance gewesen für junge Leute. Und ne, wie du schon sagtest, die Friedenszeit hat natürlich Krieg so weit weggeschoben, dass die Leute einfach Militärdienst geleistet haben, aber die waren ja nie im Krieg, die waren ja immer nur im Militär, schicke Uniform, Paraden, alles schick und hoch angesehen in der Bevölkerung. Genau, und das war 1914 eben schon so, dass die Euphorie die meisten gepackt hat, nicht alle, aber es gab sogar 1914 in den ersten Monaten schon Soldaten, die verwundet zurückkamen und dann so Dinge gesagt haben, wie, naja, jetzt, wo wir das miterlebt haben, jetzt gibt es nichts auf der Welt, was uns noch Angst und Bange machen würde oder wo wir uns vorfürchten müssten. Ne? Weil es gab auch einige Leute, die sagten dann, es gibt ein nettes Zitat. Wir werden fragen, was soll der geistige Ertrag dieses Krieges für unser deutsches Volk sein? Mir sagte neulich ein Krieger, der verwundet vom Kriegsschauplatz heimkehrt, wir Menschen, die wir dies alles miterleben, werden in Zukunft unser Leben anders, ernster anfassen. Und ein anderer meinte, für uns gibt es in der Welt nichts mehr, vor dem wir uns zu fürchten hätten. Das wird also der Ertrag des Krieges sein, dass wir Menschen bekommen, die ernster, furchtloser, kraftvoller im Leben stehen als vorher. Und das war so ein bisschen die Denkensweise der Leute aus der Zeit, nicht alle natürlich, aber war sehr verbreitet. Es war der umgangssprachliche Tonus, also beim Großteil der Leute. Genau, also viele Leute haben wirklich gesagt, naja, solche harten Zeiten, die machen eben auch harte Kerle. Ne? Und unser Volk schafft das schon. Und ja, also 1914 und Anfang 1915 war das noch so, dass die Zahl der Kriegstraumatisierten noch nicht so hoch war, also die ist noch nicht rapide angestiegen, lag natürlich auch am Bewegungskampf. Ne, im Bewegungskrieg, die Soldaten sind auf offenen Feldern oder in Wäldern aufeinander gestoßen und konnten immer manövrieren und auch ausweichen und sich wieder sammeln.
Dazu schrieb Professor Gaub: Die Zahl der im Felde geisteskrank gewordenen ist bis jetzt noch nicht groß. Im Großen und Ganzen hat sich das Nervensystem unseres Volkes in Waffen als kräftig und gut gezeigt. Allerdings war es dann schon so, ab der französischen Offensive, ab Dezember 1914 bis Januar 1915, stieg dann die Zahl doch schon langsam an. Also wo man dann merkte, dass auch was entgegenkommt und wo dann die Fronten sich langsam verhärtet haben. Da kommen wir dann auch wieder zu dem Punkt, die neuen Waffen, die zu der Zeit, zu der Friedenszeit dazwischen entwickelt wurden. Also Artillerie, Maschinengewehre und das waren alles so Dinge, die vorher noch nicht bekannt waren. Also bekannt schon, aber die wurden jetzt so aufgebaut. In anderem Aufmaß, also schon die Reichweite. Man hatte damals natürlich schon Feldartillerie, aber da hat man halt auf Sicht geschossen. Richtig. Und plötzlich hatte man weitreichende Geschütze, wo man einfach im Endeffekt, man hat so Zahlen durchgegeben bekommen, dann hat man dann einen Neigungswinkel am Geschütz eingestellt und hat dann einfach ins Blinde gefeuert. Ja. Und wenn man als Soldat in einer Situation ist, wo man das Geschütz, das auf einen feuert, nicht mehr sehen kann, das ist eine Belastung. Ja. Weil man ist ja plötzlich nicht mehr sicher. Wenn du deinen Gegner siehst und weißt, was auf dich schießt, dann ist man klar psychisch nicht weniger belastet, aber man kann sich darauf einstellen. Und so kamen auf einmal Artilleriegeschosse aus dem Nichts. Genau. Oder auch wenn dann was ich glaube, was auch noch einen ziemlich großen psychischen Effekt hatte, war, man hat ja sehr viel auf seine deutsche Kavallerie gesetzt. Die Kavallerie, die Elite. Und plötzlich musste man mit angucken, wie ganze Eskadronen auf eine Stellung zuritten und die nicht erreicht haben, weil man einfach mit Maschinengewehrfeuer Kavallerie komplett vernichten konnte, ohne dabei auch nur einen eigenen Mann zu verlieren. Ich glaube, das hat auch einen gewissen... Das hat was mit einem gemacht. Naja, auch die Geräusche alleine, ne? Die Geräuschkulisse von nicht enden wollenden Artillerie- und MG-Feuer. Und jedes Mal, wenn du deinen Kopf hochhältst, fliegen dir die Kugeln um die Ohren und so. Das sind eben so Dinge. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo der Erste Weltkrieg die Zahl der psychisch traumatisierten Soldaten so in die Höhe schießen ließ. Was machte den Ersten Weltkrieg denn anders als andere Kriege zuvor? Die Soldaten spätestens ab Mitte 1915 waren alle an der Westfront in tief verankerten Schützengräben, befestigte Schützengräben. Die waren vielerorts tagelangem Artilleriefeuer ausgesetzt. Stunden, Tage am Tag. Wochen. Man hat ja teilweise über Wochen Artillerie vorbereitet. Genau. Ne? Und dann wirklich stundenlang oder eben den ganzen Tag. Und anders als in vorherigen Kriegen konnten diese Soldaten ihren natürlichen Fluchtinstinkt nicht nachkommen. Die konnten weder abhauen, die konnten weder angreifen, weil es ist ein unsichtbarer Feind gewesen, die konnten nicht angreifen, die konnten nicht verhandeln, die konnten nicht aufgeben. Die konnten nur warten und hoffen, dass sie nicht getroffen werden. Ja. So. Und das ist was einen psychisch so fertig macht, wenn du wirklich jeden Tag Todesangst hast, und die waren ja Wochen am Stück an der Frontlinie, bis sie dann irgendwann mal rotiert wurden. Was ja auch nicht bei allen Armeen der Fall war, dass sie rotiert wurden. Das ist eine psychische Belastung, die man nicht nachvollziehen kann. Da haben auch viele Ärzte in Deutschland geschrieben, auch eben in Bezug auf die Leute, die in der Heimat geblieben sind und gesagt haben, ja, hier eisernes Volk, und die Leute, die psychisch krank nach Hause kommen, sind alles Nervenversager. Das Wort gab es wirklich. Und da haben auch Ärzte dazu gesagt, das sind einfach psychische Leiden, die niemand nachvollziehen kann, der nicht wirklich das miterlebt hat. Ne, vor allem in der Heimat, da hörst du auch nur die Heldengeschichten. Ne, man hat ja auch viele der wirklich schlimmen Sachen auch nicht erzählt, um seine Angehörigen zu schonen. Und wenn man mal was schrieb, dann wurde der Brief zensiert. Richtig. Weil das hätte ja unter Umständen Rekrutennachschub zurückgehalten. Ja. Und Propaganda gab es damals eben schon. Ja, natürlich. Ne? Und auch nicht nur in Deutschland. Das ist sehr weit verbreitet gewesen bei jedem Kriegsteilnehmer eigentlich. Ja. Man wollte auch die Bevölkerung auch noch bei Laune halten. Dazu kommen wir dann nochmal ein Zitat von Stabsarzt Heinrich Bickel. Der schrieb nämlich 1918 über Kriegsneurosen. Anfangs, beim ersten Ausrücken ins Feld, ist so ziemlich jeder Soldat in Erwartung der bevorstehenden Ereignisse von Spannung und Begeisterung beseelt. Aber es wäre ein psychologisches Unding,
wenn man erwartete, dass diese Begeisterung durch Leid und Freud beständig anhielte. Das heißt also, selbst der Arzt sagte schon, dass es ein Unding wäre, diese psychologischen Strapazen, die man als Soldat erlebt, dass man da denkt, dass dieser eiserne Wille, der vorher herrschte, dieses Beseelte, dass das durch den Krieg anhielt. Also er sagt schon, er hat den Leuten so ein bisschen die Illusion genommen, dass die Soldaten feiernd in den Krieg ziehen und dann feiernd wieder nach Hause kommen. Und alles ist gut. Und ne, so wie, natürlich hatte man ja auch den Sieg gegen Frankreich 71 noch im Hinterkopf, wie man siegreich aus Frankreich wieder zurückkam. Ja, aber es sind eben andere Zeiten gewesen. Und durch die moderne Technik war es eben nicht mehr so leicht, die feindlichen Truppen irgendwie auszumanövrieren. Vor allem, weil man eben noch an alten Militärstandards festgehalten hat, an der linearen Kriegsführung, mehr oder weniger. Es war schon ein bisschen offener, aber... Naja, und man den Umgang mit den neuen Waffen auch überhaupt nicht gewohnt war. Man hat ja die Sachen dann noch völlig falsch eingesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Genau. Und der Arzt, Herr Bickel, beschrieb dabei einen Vorfall, wo er selber miterlebte, wie ein Mann psychisch traumatisiert wurde, weil diese Ärzte, die bekamen ja eigentlich die Einlieferung und haben dann eben Erstgespräche geführt und bekamen dann eben so einigermaßen die Geschichten erzählt, was denn jetzt passiert ist. Und er hat das wirklich selbst miterlebt, weil er war ja auch an der Front oder an verschiedenen Lazaretten. Er war ja Stabsarzt. Und er beschreibt einen Vorfall, Zitat: Da geschah es, dass einem am Eingang des Unterstandes stehenden Manne durch einen Granatsplitter das Schädeldach weggerissen wurde und er selbst mitten unter die Verwundeten in den Unterstand fiel. Dieser grausige Anblick löste bei einem Manne des Sanitätspersonals hysterische Krampfanfälle aus. Also, das war ein Fall, wo einfach jemand von einer Granate getötet wurde, aber jemand, der das gesehen hat, ohne physische Eindrücke, also ohne dass ihm irgendwas getroffen hat oder so, kampfunfähig wurde, einfach nur weil er das gesehen hat und dann sofort anfing zu zittern, die Muskeln verkrampften, und das sind so Symptome, die sehr typisch waren für diese Krankheit. Ne? Also man nannte es ja zum Beispiel Kriegszitterer, eben wegen diesem Muskelzittern, Kriegsneurotiker, Schüttelneurotiker, Kriegshysteriker. Ne? Also Hysterie ist ja auch sowas wie so ein Anfall, so ein Stressanfall. Ja, man hat ja oft Frauen aufgrund von Hysterie in so Besserungsanstalten gesteckt. Und da hat es schon einfach gereicht, wenn eine Frau sich aufgeregt hat, dass, ich sage mal in Anführungszeichen, dass der Mann im Haushalt nicht hilft. Und wenn sie da angefangen hat, den Stress zu machen, dann konnte der die wegen Hysterie einliefern lassen. Aber das ist noch ein komplett anderes Thema. Das ist auch... Genau. Da kann man sagen, in Frankreich wurden da zwei Kategorien draus gemacht. Also einmal die normalen Hysteriker und die Hysteriker, also die Kriegshysteriker sozusagen, wo also Kriegstraumata vorherrschten. Das heißt also, man hatte die Soldaten nicht als normale Hysteriker, sondern eben in diese besondere Kategorie reingesteckt, sodass das Ansehen dieser Invaliden, also dieser verletzten Soldaten, höher war als in Deutschland tatsächlich. Ja. Ne, besonders nach dem Krieg, kommen wir gleich noch zu, war das in Deutschland etwas sehr, sehr kritisch angesehen, diese Krankheit. Weil ihr könnt euch vorstellen, sowas wie, also Symptome von Kriegszitterern oder Kriegstraumatisierten waren dann zum Beispiel Muskelzittern. Ne, teilweise haben sie an ganzen Körpern gezittert, die konnten ihren Kopf nicht stillhalten, die konnten weder ihre Beine bewegen, sich auf den Beinen halten, geschweige denn ein Gewehr in die Hand nehmen oder irgendwas. Aber das fing auch schon an bei Kopfschmerzen, bei Darmstörungen, also Durchfall, bei Lähmungen. Also das kann natürlich der Arm sein, die Beine, die dann steif werden, oder auch der Kehlkopf, wo man dann eben stumm wird, wo man nicht reden kann. Es gab Fälle, wo Taubheit vorherrschte, nicht nach einem Knall, sondern einfach wegen solchen... Ja, also vielleicht der ein oder andere kennt das vielleicht, wenn man in krassen Stresssituationen ist, also krass jetzt übertrieben, wir reden jetzt nicht von akuter Lebensgefahr, dafür geht es uns in Deutschland ja zum Glück gut genug, jedenfalls den meisten. Ja. Und wenn man dann Gehörausfälle hat, stressbedingte Gehörausfälle, das ist dann wie so ein Pfeifen. Und also ich habe sowas, deswegen kann ich davon
relativ gut sprechen, wenn man aufgrund von Stresssituationen halt eben diese Gehörausfälle bekommt. Und es gibt ja natürlich auch noch die sogenannte Resilienz. Und die Resilienz ist im Endeffekt ein Wort, das beschreibt, wie widerstandsfähig man gegenüber von Stress ist. Und je länger man Stress ausgesetzt ist, desto niedriger wird die Resilienz. Das heißt, es reicht irgendwann schon kleinste Stressmomente, die dann dazu führen, dass man dennoch dieselben Symptome bekommt wie jetzt, ich sage jetzt mal völlig übertrieben, eine Todesangst. Und je öfter man natürlich Stresssituationen ausgesetzt ist, desto mehr geht diese Schwelle runter. Und das heißt, irgendwann ist man auf einem Level, da kommt man gar nicht mehr in den Ruhezustand, weil man einfach zu niedrig resilient ist. Ja, okay. Dazu habe ich nämlich auch einen Bericht von einem Arzt gesehen, der beschrieb das alles auch kritischer. Generell waren die Ärzte der Meinung, dass der Krieg zwar der Auslöser für solche Sachen war, für diese ganzen psychischen Erkrankungen, allerdings sahen sie eher das Problem dabei, dass Menschen mit nervösen Vorerkrankungen oder mit einer niedrigen Resilienz, wie du schon sagst, dass die Leute eher davon betroffen waren. Also man ging davon aus, dass der Soldat mit eisernem Willen zwar erstmal schockiert ist von solchen Anblicken, was sich dann aber in der Zeit überwinden ließe. Ne? Und bei Leuten, er sagte zum Beispiel, der Arzt, was ich da gelesen habe, der sagte, dass besonders bei Leuten, die normalerweise in ihrem Zivilleben diesen Stress und diese Erregung sozusagen rauslassen würden, ne? Also in welchen Fällen, wie auch immer, in welcher Form auch immer, ne? Ob das jetzt irgendwelche Wutanfälle wären oder sowas, ne? Die lassen das irgendwie raus und ja, bauen so ein bisschen diesen Stress ab. Ne? Aber in der Zucht des Militärs ging das natürlich nicht. Da musstest du ja funktionieren, ne? Und du hattest nichts zu sagen als Soldat. Du hast einfach Befehle befolgt und dann war das gut. Du konntest jetzt nicht irgendeinen Wutausbruch und irgendwie deinen Stress irgendwie rauslassen. Und deswegen haben laut seiner Meinung die Soldaten, die eben nervöse Vorgeschichten haben oder leichte oder keine gestärkten Nervensysteme hatten. Genau, das hat sich dann aufgestaut bei denen, so dass dann irgendwann diese Hemmschwelle irgendwann so niedrig war, dass die wegen Kleinigkeiten dann wirklich diese Symptome eben zeigten und dann in die Heimat, in Lazarett kamen. Und dadurch, dass eben solche Muskelzittern oder so ein Muskelzittern kann man halt auch leicht simulieren. Ne? Ja, also da standen ja viele unter Generalverdacht. Richtig, und nicht nur in Deutschland, sondern wirklich überall, wo sowas auftauchte, hat man dann sehr, sehr kritisch darauf geguckt und hat gesagt, das sind doch alles Simulanten und Kriegsdienstverweigerer und Rentenjäger, weil in Deutschland gab es ja Invalidenrente. Und da hat man natürlich dann den Leuten so ein bisschen vorgeworfen, dass sie auf die Rente aus sind. Und genau, das war so auch ein Punkt, weswegen man dann diese Behandlungsmethoden eingesetzt hat, die man eingesetzt hat. Dadurch, dass es eben viele verschiedene Symptome gab und viele verschiedene Menschen, die sehr verschieden gestrickt sind, gab es verschiedene Behandlungsansätze. Also sehr weit verbreitet ist zum Beispiel die Elektrotherapie, wo man also mit Elektroschocks die bestimmten zitternden oder gelähmten Körperteile behandelt. Das ist international sehr weit verbreitet gewesen. Dann gab es die, sowas wie Wechselbäder, Eiskuren und sowas, wo man also im Bad sitzt. Und, ne? Also zu Deutsch Folterei. Folter, richtig. Ja. Dann gab es aber auch, also man muss sagen, was die Behandlung angeht, eines deutschen Soldaten in Deutschland, der in einer psychischen Anstalt oder in einem Lazarett, die waren ja eher im Lazarett, wo dann eben mit Glück Militärpsychologen da waren. Die Behandlung war sehr davon abhängig, welchen Arzt du vor dir hast. Ob das ein wohlwollender Arzt war oder ein sehr patriotischer Arzt, also generell kann man sagen, die Militärpsychiker oder Militärpsychiater zu der Zeit, die waren natürlich nicht unbedingt immer auf die volle Genesung des Soldaten ab,
sondern es ging in erster Linie darum, diesen Soldaten wieder wehrfähig zu machen und wieder an die Front zu schicken. Ja. Ja, und das am besten so schnell wie möglich. Dann gab es einige Ärzte, die eher wohlwollender waren. Die waren dann der Meinung, dass vor allem Ruhe und Isolation hilft. Also es gab sozusagen Dunkelkammern, wo ein Patient dann eben entweder alleine oder mit wenigen anderen Mitpatienten in dunkle, abgedunkelte Räume gesteckt wurde. Und diese Räume sollten dann zum Beispiel nur einmal am Tag besucht werden vom Arzt zur Visite und sonst in Ruhe gelassen werden. Und die sollten wirklich in kompletter Ruhe wieder heilen, genesen, wie auch immer. Ja. Und das hat tatsächlich vielen Leuten geholfen. Also in einem Bericht, den ich gesehen habe, waren es von 7 Fällen, wurden 6 sofort geheilt nach dieser Dunkeltherapie. In welchem Zeitraum auch immer. Ich glaube, das war ein paar Wochen, weiß ich nicht. Ja. Und einer davon, der musste wirklich danach noch wochenlang therapiert werden, bis es dann geholfen hat. Aber das sind zum Beispiel ganz neue Ansätze. Man hat sehr, sehr viel rumexperimentiert, wie im Ersten Weltkrieg generell. Also was Waffen anging, Technik und eben auch in der Medizin hat man sehr viel experimentiert. Aber die meisten haben tatsächlich auf diese altmodischen Foltermethoden noch zurückgegriffen. Da gab es zum Beispiel Fälle, wo einem Soldaten, der eine Kehlkopflähmung hatte, sprich nicht reden konnte, dem haben sie dann eine Metallkugel in den Mund gestopft, in den Rachen, wo dann die Angst vor dem Ersticken einen Angstschrei auslösen sollte. Und dann eben diese die Stummheit wieder heilen sollte. So. Da habe ich aber tatsächlich noch nicht gelesen, wie erfolgreich das war. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es grausam. Der vorhin schon angesprochene Dr. Bickel, der hat dann noch etwas zu dem Hintergrund dieser Krankheit oder dem Ausbruch der Krankheit erzählt. Zitat: Sobald er aus der Feuerlinie zurücktransportiert und außer der Schussweite ist, hat er zum ersten Mal wieder das angenehme Gefühl, in Sicherheit zu sein. Im Lazarett erholt er sich ziemlich schnell von den akuten Erschöpfungssymptomen und im Verlauf dieser Wiederherstellung tritt nun weiterhin ganz naturgemäß die Furcht auf, abermals ins Feld und in neue Gefahren geschickt zu werden. Sehnsucht nach der Heimat und die Furcht vor dem Felde beherrschen nun das Denken. Die Flucht in die Krankheit erscheint als das geeignete Mittel. Je auffälliger die Krankheitssymptome sind, desto eher, meint der Laie, wird die Krankheit geglaubt. Das heißt also, er sieht zwar, viele Ärzte haben das schon damals festgestellt, dass in frontnahen Lazaretten die Häufigkeit solcher Symptome tatsächlich nicht so hoch war. Das fing erst in Heimatlazaretten wieder an. In Heimatlazaretten kam das extrem hoch, wo dann viele Ärzte gesagt haben, dass der Grund dahinter ist, wie der Herr Bickel schon sagte, man ist zu Hause, man ist einigermaßen erholt von diesen ganzen Strapazen. Ja, und dann kommt der Stress, dass man wieder zurück muss. Ja, entweder bewusst oder unterbewusst. Man kennt das, wenn man damals in der Schulzeit, wenn man irgendwie eine schlechte Schulzeit hatte und man hat Ferien und man denkt sich dann Wochen vor Ende der Ferien schon, scheiße, ich muss wieder in die Schule und dann muss ich wieder, Ja. Und das sind so... Ich hatte das zum Beispiel teilweise so, dass ich auf Arbeit so viel Stress hatte, dass ich Freitag in Feierabend gefahren bin und mir dachte, kacke, ich muss da Montag wieder hin. Genau. Ja. Oder wenn du Urlaub hast oder so, das Genau. Kenne ich auch. Und jeder kennt, glaube ich, die Bauchschmerzen, die man dann hatte. Und damals war es natürlich so, dass es nicht einfach eine Arbeit war, sondern es war halt Todesangst. Und das hat dann bei vielen Leuten bewusst oder unterbewusst diese Angst ausgelöst und dann auch diese Symptome, weil man dann automatisch sofort wieder im Stress war. Hat natürlich auch bei einigen Ärzten den Verdacht erweckt, wie bei Kindern, die nicht in die Schule wollen, die dann spüren, dass sie krank wären. Ja. So, und so wurden eben auch viele Soldaten des Simulatismus, heißt das so? Weiß ich nicht. Also als Simulanten beschimpft. Und auch deswegen, trotzdem oder deswegen, man weiß es nicht, hat man auch auf diese brutalen Foltermethoden gesetzt, weil man eben dachte, Ja, dann machen wir den Aufenthalt zu Hause auch noch so schlimm wie möglich. wir wollen den Simulanten natürlich entlarven und man wollte, dass sich der Soldat nicht mehr in die Krankheit flüchtet, weil das war ja so der Ansatz von vielen, dass es einfach nur die Flucht in die Krankheit ist. Aber jetzt, wenn man diese Foltermethoden einsetzt, dann war das so wie in der Hexenverfolgung auch.
wo man ein Geständnis haben wollte. Die Leute haben sich dann eben durch diese Folterung, haben sie einfach dieses Geständnis rausgehauen. Und so war das eben auch im Ersten Weltkrieg bei der Behandlung psychisch Kranker. Die haben sich dann in die Genesung geflüchtet, aus dieser Folter raus, weil sie einfach sagen, komm, ich gehe lieber wieder an die Front, bevor ich mir nochmal Elektroschocks geben lasse oder bevor ich mir nochmal eine Kugel irgendwo reinstecken lasse oder so. Ja. Und es war natürlich auch ein erwünschter Nebeneffekt von vielen Militärpsychiatern. Ja. Die wollen ja natürlich nicht, dass der Soldat wirklich genesen ist. Also wollen sie vielleicht auch. Die wollen eigentlich überwiegend ist ja die Wiederherstellung der Kampffähigkeit. Richtig, genau. Und die Verhinderung von Renteninvalidenzahlen, Zahlungen. Weil es waren ja auch sehr viele von diesen Militärpsychologen adlige Offiziere, Ärzte. Und viele von denen waren eben auch sehr patriotisch veranlagt. Ja. Und deswegen wollten sie eben, dass die Leute nicht sich in die Rente flüchten konnten. Was die Behandlung anging, hatten wir einmal diese Dunkelzimmer. Das Problem daran war natürlich, dass es sehr lang war. Also man hatte mit diesen Elektroschockmethoden eine Zeitersparnis, was natürlich bei dieser Masse an Patienten, die dann reinkamen und bei den wenigen Ärzten sehr gut war. Die Hypnose zum Beispiel, die ja Sigmund Freud so ein bisschen vorangetrieben hat, die wurde auch sehr gerne eingesetzt. Allerdings war oftmals das Problem, dass der Arzt wirklich lange Zeit mit dem Patienten zu tun haben musste. In Österreich-Ungarn war zum Beispiel das Problem, dass es ja ein Viervölkerstaat war. Da musstest du dann immer einen Dolmetscher mit dazu holen. Richtig, da hatte man ja das unglaublich krasse Sprachenproblem. Ja. Genau. Und es gab einen Arzt, der beschrieben hat, dass zum Beispiel die Hypnose bei 900 Patienten jährlich, die eingeliefert wurden, bei nur 2 Ärzten einfach nicht machbar wäre. Weil du brauchst einen Arzt für diese Hypnose. Du musst einen Arzt haben, der wirklich Ahnung hat von dem, was er tut. Bei der Elektrotherapie war das eher ein bisschen lockerer. Da konntest du auch einen Assistenten hinschicken. Ein Elektriker. Ein Elektriker, ja. Genau, die Elektrotherapie war international sehr weit verbreitet. Da wurde also ein elektrischer Schock in den Arm zum Beispiel eingeleitet. Was aber auch damals sehr beliebt war, war die Suggestivmethode. Also, was wir schon gesagt haben, jemanden einreden, dass er gesund ist. Ja, also Ärzte gingen teilweise ins Erstgespräch und haben den Soldaten gleich gesagt, sie sind nicht krank, ihr Nervensystem ist noch ein bisschen durcheinander gekommen und das müssen wir jetzt wieder gerade biegen. Ja, und während andere Ärzte hingegangen sind, die eher gutwillig waren, die haben dann gesagt, hier, das Erste, was wir sagen, sie kommen nicht wieder zurück an die Front, sie kommen jetzt erstmal nach Hause. Und dann wurden vielen Soldaten auch Arbeiten zugeteilt, die eben zu Hause waren, also entweder militärisch entlassen wurden und dann zu Hause in irgendwelchen nicht Lagern, das klingt wieder so negativ, so Arbeitsorganisationen reingesteckt, wo sie dann eben arbeiten konnten, oder eben in frontferne Einheiten im Militär wieder eingesetzt, wo dann eben die Angst vor der Rückkehr zur Front eben genommen wurde. Ne? Und dann wurden die eben auch ein bisschen eher geheilt. Die Suggestivmethode war dann so, dass zum Beispiel hast du dann einen zitternden Arm und dann bekommst du einen Elektroschock rein und durch den Elektroschock hört der Arm auf zu zittern für diese kurze Zeit. Ja klar, weil die Muskeln verkrampfen. Richtig. Weil man ja damals, also es gibt ja heute noch Elektrotherapie, aber wir reden hier von so einer Niedrigspannung, dass halt eben maximal der Muskel stimuliert wird. Damals hat man halt einfach Strom reingepumpt und bei dieser Stromstärke, die da kommt, dann verkrampft der Arm. Das ist ja auch die hauptsächliche Todesursache bei Leuten, die an einem die bei so einem Elektrounfällen sterben. Na, man sieht das ja ganz oft, also man sieht es nicht oft, aber es ist halt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Starkstromleitung fassen würde, der erste Impuls wäre loszulassen, aber dadurch, dass man halt dieser Strom, der durch die Muskeln geht, der verkrampft die Muskel und dann kann man nicht mehr loslassen. Das ist halt derselbe Effekt. Richtig, genau. Und oftmals hat man eine Elektrotherapie mit diesen Suggestivmethoden verbunden. Also da saß ein Arzt neben dir oder jemand, der eben sich damit auskennt, weil muss ja nicht mal ein Arzt gewesen sein, wegen Zeitersparnis. Und der sagt dann zu dem Patienten, sieh mal, dein Arm zittert gar nicht, du bist gar nicht krank. Das ist doch, also du bist doch schon wieder geheilt. Ja, oder andersrum, wenn jemand ein steifes Bein hatte zum Beispiel, hat er einen Stromschlag bekommen und durch diese Stromimpulse hat das Bein dann sich bewegt und gezittert und so. Und dann haben die Leute zu ihm gesagt, hier, das Bein bewegst du doch.
Wo ist denn das Problem? So nach dem Motto, ne? Ja. Und so hat man den Leuten eingeredet, dass sie gar nicht krank sind. Und das hat dann auch vielerorts bei der Genesung ein bisschen geholfen. Also also bei der rein bürokratischen Genesung. Richtig, genau. Genau. Dann gab es noch einen netten Herrn, der Herr Fritz Kaufmann, der hat die Kaufmannsche Methode eingeführt. Der hat also die Elektrotherapie, die Suggestivmethode verbunden und militärischen Drill noch mit reingepackt. Der Arzt Ludwig Mann zum Beispiel beschrieb diese Methode und sagte: Die Aufforderungen bei den Übungen müssen in knapper Befehlsform gegeben werden. Er, Kaufmann, lässt Leute mit Zitterbewegungen Marschübungen nach scharfem militärischen Kommando machen. Genau wie auf dem Kasernenhof und so weiter. Die Erfolge, die Kaufmann mitteilte, sind ganz hervorragend. Er berichtet über etwa 40 in einer Sitzung geheilte Fälle. Das heißt also, dieser Mensch ging hin und schrie den Leuten militärische Kommandos um die Ohren während dieser Elektrotherapie, um eben diesen militärischen preußischen Drill den Leuten einzubläuen wieder. Ja. Und dass sie zu gehorchen haben und dass sie jetzt einfach zu heilen haben. Ne? So. Diese kaufmannsche Methode, durch die eben angesprochene hohe Heilungsrate, wie auch immer, war sehr beliebt. Irgendwann hat sich immer mehr verbreitet, auch international. Wurde aber von den gegnerischen Kriegsparteien als Propaganda benutzt, denn es drückte so ein bisschen die Grausamkeit der deutschen Ärzte aus. Ja, also hat international kein gutes Bild. Und man muss jetzt nur noch dazu sagen, wegen der hohen Heilrate, das ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich muss man sagen, wegen der hohen Erfolgsrate Leute wieder wehrfähig zu machen. Ja. Ne, weil geheilt waren die zum Schluss dann auch nicht. Nein, die waren nicht geheilt. Die waren, wie gesagt, die haben dann die Flucht in die Gesundheit wieder eingetreten. Richtig. Ja. Nicht alle natürlich, es wird auch mit Sicherheit geklappt haben bei einigen Fällen, aber es war eben doch eine Foltermethode, muss man so mal sagen. Durch diese Elektroschockmethode, wie du schon sagtest, gab es auch durchaus Todesfälle, wo man einfach, weil man kennt das heute, also ich habe ja auf dem Bau gearbeitet und da war das bei uns so, wenn wir auch nur den kleinsten elektrischen Schock bekommen haben, hätten wir theoretisch laut Berufsgenossenschaft einen Krankenwagen mit Rettungswagen mit Notarzt rufen müssen. Wegen Herzrhythmusstörungen. Und hätten 24 Stunden im Krankenhaus bleiben müssen. Ne? Das ist natürlich, in der Praxis hat das natürlich nicht so wirklich oft stattgefunden, weil wenn man so einen kleinen Schock bekommen hat oder so, dann geht man ja nicht gleich ins Krankenhaus. Hätten wir aber machen müssen, denn es gab das Herzkammerflimmern, was man ja nicht unbedingt immer sofort mitbekommt. Und deswegen müsste man 24 Stunden unter Beobachtung im Krankenhaus bleiben, damit eben Herzstillstand nicht zu Hause stattfindet oder im Auto, während man dann einfach fährt und dann fällt man um und dann war's das. Und so war das natürlich damals bei den Wechselstrom, den man da reingepumpt bekommen hat, auch. Ne? Da gab es viele Leute, die haben das eben nicht ausgehalten. Und da gibt es einen Arzt, der Professor Max Lewandowski, der 1917 einen Todesfall beschrieben hat. Zitat: Was den erwähnten Todesfall betrifft, so trat er bei einem 21 Jahre alten, körperlich anscheinend gesunden Menschen, der am Tage vorher wegen einer hysterischen Geh- und Sprachstörung aufgenommen war, bei der ersten Untersuchung ein. Der Assistent der Abteilung hatte kaum angefangen, ihn mit schwachen Strömen in der Gegend der Lendenwirbelsäule zu elektrisieren, als der Mann zusammenfiel und blau wurde. Der Puls war sofort verschwunden. Er schrieb weiter: Ob nicht doch vereinzelte Unglücksfälle vorgekommen sind, ist freilich bei der bekannten Abneigung, solche Dinge öffentlich mitzuteilen, nicht mit Sicherheit zu sagen. Das heißt also, damals war es schon so, dass Todesfälle aufgrund so einer Therapie sehr gerne einfach unter den Teppich gekehrt wurden. Die wurden gar nicht öffentlich so breitgetreten. Ne? Weil man sah ja auch diese Leute als minderwertige Soldaten an und man hat nicht das höchste Ansehen von diesen Menschen gehabt. Und wie gesagt, es gab eben auch viele, die so einen Elektroschock eben nicht mehr eben weggesteckt haben. Ne? Weiter sah man als Ärzte auch die psychische Krankheit oder nicht als ansteckende Krankheit, aber wie eine ansteckende Krankheit hat man sie behandelt. Also man sagte, wenn ein Patient mit mehreren Kameraden zusammen sich aufhält, dann kann diese psychische Krankheit auch abfärben auf andere. Ja, deswegen setzte man eben auch viel auf Isolation. Dadurch, dass diese Elektrotherapie so als Wunderheilmittel angepriesen wurde, haben viele Ärzte sich da auch dagegen, immer mehr Ärzte sich dagegen ausgesprochen. Einer hatte es zum Beispiel als mit Kanonen auf Spatzen schießen genannt, weil man hat irgendwann angefangen, diese Elektrotherapie bei jeglicher Art von psychischen
Erkrankungen einzusetzen. Also ob das jetzt wirklich Ganzkörperzitterungen sind oder einfach nur irgendeine kleine Lähmung oder so. Man hat es dann irgendwann flächendeckend immer öfter gemacht. Dadurch, dass eben die Rückfallquote stieg, dadurch, dass manche noch nicht ganz geheilten, sich geflüchteten, in die Gesundheit geheilten Patienten wieder an die Front kamen, da war das dann auch so, dass die natürlich eher anfällig dafür waren, erneut wieder rückfällig zu werden. Und deswegen hat man die eben oft nicht mehr an die Front geschickt, sondern eben zu Hause gelassen und dann an der Heimatfront. An der Heimatfront sozusagen weiter heilen lassen. Oder einige sind auch eben in Heilanstalten gekommen und haben da weitergelebt bis an ihr Lebensende. Dann gibt es noch eine Tabelle, die vergleicht, wie die Patientenzahlen psychisch Kranker die Patientenzahlen psychischer Einrichtungen vor und nach dem Krieg ausgesehen haben. Hier sieht man zum Beispiel von 16 Patienten im Vorkriegsjahr zu 122 Patienten nach dem Krieg. Also quasi hat sich die Zahl verachtfacht in diesem Fall. Ja. Und da ging es eben auch zurück, dass sowas wie Alkoholismus und so und Schizophrenien, die vorher im Krieg eher das gängige Bild der psychisch Kranken waren. Und ja, während des Kriegs war natürlich dann die Kriegshysterie sehr, sehr groß im Kommen. Das ist halt ein bisschen negativ ausgedrückt, aber es war sehr, sehr weit verbreitet. Besonders nach dem Krieg, je länger der Krieg her war, desto kritischer wurden die Stimmen gegen diese Kriegszitterer. Also viele Leute, die dann auch irgendwann diese NS-Ideologie drin hatten von den starken deutschen Soldaten, die haben dann auch die psychische Kriegsinvaliden dann eben als Nervenversager betitelt oder Rentenjäger oder generell als minderwertige Soldaten. Dazu gibt es zum Beispiel den Dr. Med Spelten, der 1929 drastische Worte dafür fand. Zitat: Eine Gruppe, die man auch noch den Psychopathen zuzählen kann, möchte ich aber noch besonders erwähnen. Das waren die Kriegszitterer und Rentensüchtigen. Wir alle kennen den Ausdruck: Er zittert vor Angst. Im Kriege gab es viele Momente, wo es auch dem Mutigsten Angst und Bange werden konnte. Er wurde aber sehr bald dieser Stimmung Herr. Anders aber der Ängstliche, der Unmännliche, vor allem aber der Psychopath. Es bestand bei ihnen eine Flucht in die Krankheit, zumal wenn sie gesehen hatten, dass derartige Kranke vom Kriegsdienst befreit wurden. Also man hat auch andere Ärzte haben dann eben Leute beschrieben, die kennen wir ja heute auch noch aus manchen eher konservativ denkenden Gruppen. Viele Ärzte haben dann gesagt, so Unmännliche, die also eher als Hobby nicht mit Kollegen feiern, in der Kneipe sitzen, trinken haben, sondern eher als Hobby stricken, nähen oder sowas haben. Also was damals als unmännlich, als verweichlicht angesehen wurde. Man sah solche Leute eher anfällig für psychische Krankheiten als Leute, die diese typischen männlichen Hobbys haben, wie heute. Ne? Fußball, du spielst keinen Fußball, was? Kann nicht sein, du gehst zum Ballett, du bist kein Mann. Ne? So, das ist halt das Denken, was damals zum Ballett würde ich auch nicht gehen, einfach bloß auf Rücksichtnahme meiner Mittänzer. Ja, würde ich auch nicht machen. Tanzen ist eine unnatürliche Bewegung. Nee, aber damals war es eben sehr weit verbreitet und heute sieht man es ja leider immer noch sehr oft, dieses typische Weltbild. Ne? Also wo bei den Franzosen es die Invaliden der Tapferkeit hieß, Name blende ich unten ein, ich kann kein Französisch, waren es in Deutschland dann eher minderwertige Soldaten und Rentenjäger und Nervenversager. Ja, also die Soldaten, die mit einem Bein oder einem Arm nach Hause kamen, die wurden dann als Kriegshelden gefeiert. Auch nicht immer, also da gibt es auch viele Fälle der Armut. Aber eben psychisch Kranke wurden dann sehr schnell sehr negativ behandelt. Vor allem eben, wenn es dann in die 30er geht, in die 40er Jahre. Da kam es dann auch vor, dass in der Aktion T4 von den Nationalsozialisten eben 5000 Kriegsinvalide, die in Heilstätten lebten, in eine der 6 Tötungsanstalten gebracht wurden und da eben vergast wurden. Ja, also da habe ich auch mal eine Geschichte zugelesen oder gehört, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Da war das so, dass auch ein Veteran, der auch Kriegszitterer war, bei der Verleihung des Frontkämpferkreuzes
das Adolf Hitler ja damals gestiftet hat, der ist bei der Verleihung, das waren ihm zu viele Menschen, und er hat auch angefangen zu zittern und hat das dann trotzdem verliehen bekommen und den haben sie dann abgeholt. Gleich danach, oder? Kurz danach. Ehrlich, ja. Naja, und so war das eben, ne? Also je länger der Krieg zurückliegt, desto schneller kam dann wieder dieser Moment, wovon wir am Anfang des 1914 Themas geredet haben, wo Leute, die nicht im Krieg waren, die das nur von ihren Vorvätern, die eben in dem Krieg gedient haben und Heldengeschichten erzählt haben, mitbekommen haben. Die haben natürlich dann solche Leute, die dann damals auch durchaus in der Gesellschaft eben präsent waren mit geistigen Beeinträchtigungen. Waren ja nicht alle, die wirklich am ganzen Körper gezittert haben und gar nicht laufen konnten. Die haben die natürlich auch ein bisschen negativ beäugt. Weil auch damals, vor allem in der NS-Zeit, gab es ja wieder das Bild des tollen deutschen Soldaten, der ein Vorbild für alle Jungs war da draußen. Aber die Realität sieht eben ein bisschen anders aus. Und der Zweite Weltkrieg war ja dann, was Kriegsneurosen und Traumata angeht, nicht so stark. Zumindest nicht das, was im Ersten Weltkrieg vorlag, also diese sofortigen Kriegsuntauglichkeiten, also dass man sofort gezittert hat und so. Da haben sich die Folgen erst viele, viele Jahre danach gezeigt. Das ist krass, ne? Also vor allem Leute, die dann eben durch die Gefangenschaft noch viel mehr Schaden genommen haben als durch den Krieg selber. Naja, ja. Oder halt eben die Kombination aus beidem. Ja, es gab ja auch viele so Berichte von einem, der dann im Krieg jemandem das Seitengewehr in den Hals gerammt hat und sowas. Und seitdem hat er dann spastische Zuckungen im Unterkiefer gehabt. Ja, und das sind so Dinge, davor ist halt auch keiner gewappnet. Da kann dein Wille noch so stark sein. Also entweder haut dich das von den Socken oder hast halt Glück gehabt. Und ich bin auch überzeugt davon, jeder Soldat, ob früher oder ob heute, in jedem Konflikt, wenn du an der Front bist und dir so eine Scheiße anguckst, das macht was mit dir. Ja. Irgendwas macht's mit mir, mit mir, Blödsinn. Irgendwas macht's mit einem. Mit manchen mehr, mit manchen weniger, aber es wird deine seelische Gesundheit und deine, sagen wir mal, deine Befreitheit wird es verändern in irgendeiner Form. Richtig, genau. Also entweder ist es wirklich so, dass du Schaden davon nimmst, dass du wirklich psychisch krank wirst, oder du rohst einfach nur total ab. Also total abgestumpft. Ja, aber auch Abrogen ist ja... Ist auch ein negativer Effekt. Richtig, weil dann sind wir ja wieder bei den Schizophrenen, bei den absolut emotionsunempfindlichen, die dann keine Empathie mehr empfinden können und einfach nur noch in puren Funktionsmodus umschalten. Richtig, genau. Ne? Wo dann auch die Empathie weg ist und das Mitgefühl anderer, was natürlich auch nach dem Krieg, nach dem Ersten Weltkrieg auch ein bisschen schwierig war für die dann eben, wie der Alex Schötz erzählt hatte, die dann zur Ordnungspolizei kamen und dann richtig mit dem Knüppel drauf dreschen konnten. Die haben natürlich keinerlei Empathie oder irgendwas mehr empfunden. Das waren gehärtete Frontsoldaten, also gehärtet, das waren psychisch kranke Frontsoldaten, die einfach das waren draufgehauen haben. Ja, schizophrene Soziopathen. Ja, nicht alle natürlich. Aber nein, um Gottes Willen, dann darf man nicht alle über den Kamm scheren, aber da wird es hier noch getroffen haben. Da gibt es ja auch Abstufungen von, man ist ja nicht mal gleich. Genau. Ja, und im Zweiten Weltkrieg war das ja so, dass der Krieg ein bisschen beweglicher war. Also die Leute konnten fliehen, die konnten sich ergeben. Haben sie natürlich nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Genau, also die Leute konnten sich ergeben, die konnten angreifen, verhandeln, die konnten alles machen. Deswegen war das mit diesen Kriegszitterern nicht so sehr. Was noch ein sehr großer psychischer Effekt war im Ersten Weltkrieg, war die Angst, lebendig begraben zu werden. Durch diese enorme Anzahl der Artilleriegranaten, die um einen einschlugen, und das waren ja auch Riesenteile teilweise. Das ist ja auch mehr, als hier noch Leuten passiert. Ja, genau, da gab es auch einige Berichte von Ärzten, die sagten, dass ein Mann lebendig begraben wurde von einem Artillerieeinschlag. Den haben sie dann mit Mühe und Not irgendwie rausgezerrt, aber alleine diese Angst, lebendig begraben zu sein, die hat den so fertig gemacht, der war seines Lebens nicht mehr froh danach. Naja. Ne? Und das sind so Dinge... Gibt es übrigens auch bis heute noch. Ja. Das hat auch einen Namen. Ja, aber wie gesagt, das gab es im Zweiten Weltkrieg eben nicht mehr so stark. Da war dann eher die PTBS danach so. Also, richtig. Dass die Leute eben nach dem Krieg nach Hause kamen und nicht mehr dieselben waren. Ne? Also richtig kampfunfähig, psychisch, da waren die Zahlen weitaus geringer als im Ersten Weltkrieg. Ja, aber dafür viele, viele andere krasse Sachen. Also wieder Angst vorm Verhungern kenne ich ganz viel. Diebstahl, dann sehr viel Lügen. Ne? Und das sind halt eben so Sachen, die dann vom Zweiten Weltkrieg kamen. Genau. Gut. Also bei allem negativen Effekt, den der Erste Weltkrieg hatte, was die
psychische Forschung angeht oder generell die Medizin, hat es dann doch sehr viele Fortschritte erbracht. Wie es eigentlich bei jedem Krieg so ist, die Medizin profitiert teilweise davon. Genau. Also nicht im negativen Sinne, aber man entwickelt sich immer weiter und auch der Vietnamkrieg irgendwann führte ja dazu, dass posttraumatische Belastungsstörungen gesellschaftsfähig wurden oder anerkannt wurden. Nicht bei allen, es gibt immer noch einige, die das alles sehr negativ betrachten, aber wir sind doch ein gutes Stück weiter als vor 100 Jahren. Das stimmt, Gott sei Dank. In der Gesellschaft. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wenn ihr Videos in so einer Thematik, also es muss jetzt nicht unbedingt Kriegszitterer sein, aber wenn es mal ein bisschen gesellschaftliche Themen geht mit Geschichtsbezug, wenn ihr sowas interessant findet, dann schreibt das bitte unbedingt unten in die Kommentare. Ja. Lasst ein Like und ein Abonnement da. Und erzählt mal, wie ihr das so fandet, mal das erste richtige theoretische Thema. Genau. Das würde mich auch interessieren, weil ich fand es eigentlich ganz interessant. Ich hoffe, ihr fandet das auch interessant. Ja. Und wenn es zu lang war, sagt es auch. Dann machen wir das kürzer. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ist die Kamera überhaupt noch an? Das war jetzt ungünstig.